Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge RoboCop Rogue City. In der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Aufenthalt bei unserer Psychologin gehabt und durften uns ein bisschen befragen lassen und sind aus dem Stadtteil, in dem wir jetzt in den ersten Folgen hauptsächlich unterwegs waren, auch rausgekommen, haben SOT ausgeschaltet und leider haben wir Anne verloren. Ja, sie wurde ebenfalls schwer verletzt. Oh, Done. Robo, there's something I need aber to show you. wenn wir es richtig verstanden haben, ist sie aber nicht tot. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich ein Däumchen nach oben da lassen und einen kleinen Kommentar schreiben. So, jetzt aber los hier. Was haben wir denn hier? Upgrades? Oder was I wird know das? that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Oh, das war das, worauf ich jetzt endlich mal gehofft habe. Verbesserung für Auto 9. Setze einen Chip in einen leeren Steckplatz auf deiner Platine ein. Die Chips haben verschiedene Anschlussarten und Verstärkungsstufen. Nutze sie, um andere Systembereiche mit Strom zu versorgen und deine Auto 9 aufzurüsten. Vermeide die roten Komponenten, Reduktoren, die Werte der Waffen verringern. Jede Platine hat eine andere Spezialisierung in anderen ein anderes Layout und andere Vorteile. Es kann immer nur eine Platine gleichzeitig aktiv sein. Ah ja, das kennen wir auch aus Terminator. So ein bisschen. Da waren es diese komischen Chips. Dann schauen wir uns das doch mal an. Auto 9. 19% was? Oh, wo kann ich... Mehr Waffenschaden. Okay, in das Rote dürfen wir nichts machen. Warte mal. Omni-Verbindungen. Was bringen mir Omni-Verbindungen? Ich setze es mal hier ein. Magazinkapazität. Ah ja. Sind, sind das dann immer alles Omni-Verbindungen oder T-Verbindungen? Ah. Hm. Ach so, warte mal. Die können wir dann wahrscheinlich nur in die passenden einsetzen. Zum Beispiel die T14. Passt die auch hier oben? Die passt aber auch da oben. Aber mehr Sinn macht es wahrscheinlich hier unten. Warte mal. Ja, sorry, da muss ich jetzt auch mal gucken. 11%. Das passt hier genau rein. Die 19% Schaden. TL-Verbindungen. Endverbindungen. Alle. Warte mal. Ah, warte mal, aber wenn es nicht... Ah, hier habe ich schon den Fehler gemacht. Weil die Verbindung ist nur hier bis dahin und hier kommt aber nichts bei rum. Dann brauche ich diese Verbindung wahrscheinlich. So, die nehmen wir da raus, weil wir wollen ja hier nicht auf dieses 5% rein. Dann sollten wir etwas haben, was hier keine Verbindung herstellt. Weil wenn wir jetzt die 19% nehmen, hätten wir gar keine Verbindung. Das zählt dann quasi 0. Okay, dann brauchen wir so eine L-Verbindung wahrscheinlich. Wo waren das? L-Verbindungen. Die gehen aber alle in die falsche Richtung. Schlecht. Schlecht. Was würde ich hier machen? Da haben wir wieder das Minus. Das seht ihr ja hier. Also ist das unklug. Und hier hat es dann keinen Effekt, weil unten keine Verbindung ist. Dann schauen wir doch mal. Nehmen wir die 14er. Hier oben sollte es ja dann egal sein. So, 14% Kapazität. Dann bräuchten wir wieder eine L-Verbindung. Die aber in die andere Richtung geht. Weil ich will beides hier befeuern.
Direktverbindungen? Ja, Entschuldigung, das ist jetzt so ein bisschen... Muss ich gerade selber mal gucken. Die Direktverbindung, ja, es würde mir da nichts bringen. 16%. Ach, dann wird... Warum wird das... Ah, das wird dann auch mit befeuert. Ah, das ist kacke. Haben wir andere Platinen? Hm. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich mal ganz kurz Pause. Das könnte für euch nämlich recht uninteressant sein, wenn ich hier so ein bisschen rumprobiere. Und ich zeige euch dann gleich das fertige Werk. Bis gleich, Moment. So, da sind wir wieder. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen rumgetüftelt und das ist dann jetzt der Plan, den ich zum Schluss für die Waffenplatine rausgekriegt habe. Gut, diesen Malus von 5% konnte ich nicht umgehen, wenn ich hier automatisches Feuer haben wollte, also vollautomatisch. Diesen Malus konnte ich aber aushebeln, indem ich hier nämlich was reingesetzt habe. Aber hier sieht man ja, das ist eine L-Verbindung. Hier oben und hier, das hätte mir nämlich Malus auf, ich kann es ja mal rausnehmen, auf Panzerbrechend gegeben. Da seht ihr, hier unten ist es jetzt rot, -5. Wenn ich aber hier den Bonus auf Panzerbrechend reinsetze, kann ich den umgehen und habe sogar noch +6. Also habe ich es ausgeglichen und trotzdem noch ein Plus rausgeholt. Hier unten, diese 10 konnte ich umgehen, indem ich hier was reingenommen habe, was nur hier oben und hier unten eine Verbindung hatte, aber hier nicht. Deswegen wird hier nicht befeuert. Und hier unten nur hier und hier eine Verbindung, dann bleibt dieser Schaltkreis außen vor. So ähnlich wie es ja auch hier ist, weil wir nur unten und oben eine Verbindung haben. Und dadurch haben wir jetzt freigeschaltet. Mehr Blut ist immer nett und automatisches Feuer und alle Sachen sind ein bisschen verbessert. Gut, dann können wir auch gleich in die Fertigkeiten reingehen. Da wollte ich ja noch ein paar Sachen haben. Also ich wollte auf alle Fälle die Panzerung. No? Geht das jetzt gerade nicht? Okay, dann müssen wir erstmal auf verlassen wahrscheinlich. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Genau, also das heißt, wir können wahrscheinlich irgendwelche Dinge wie Fernseher oder dergleichen dann ausschlachten und vielleicht auch diese... Nee, das sind auch diese OCP-Kisten. Das war diese Prozentanzeige. Wenn wir so eine OCP-Kiste aufgemacht haben, wurden ja 2, 3 Sachen dann angezeigt, die als Prozent angezeigt wurden. Und das waren dann wahrscheinlich diese Chips. Aber vorher hatten wir keinen Zugriff darauf, auf diesen Reiter. Gut, jetzt aber. Panzerung. Das will ich. Schild verringert für kurze Zeit den erlittenen Schaden um 80%. Finde ich gut. 10% Schadensminderung. Gut, dann hätte ich gerne Psychologie. Gestärktes Vertrauen in der Öffentlichkeit. Verdoppelt die Punkte für das Vertrauen der Öffentlichkeit. Okay, Fokus. Warte mal, Scan. Erweitert den Scan-Bereich. Querschläger. Okay, dann würde ich sagen, geben wir noch eins in Scan rein, weil das ist gar nicht mal so verkehrt. Und nochmal in... War das mit Gesundheit? Mit Sicherungskästen, die Regeneration. Genau, so machen wir. Nee, ich nehme es... Achso, kann ich... Doch, kann ich zurücksetzen. Okay, Panzerung. Und ich gebe jetzt beides in Technik... Quatsch. In Gesundheit, damit wir auch die Regeneration an diesen Elektroschränken machen können. So, Elektrokästen. Jetzt haben wir's. Alles klar, marschieren wir jetzt mal weiter. Das war jetzt alles ein bisschen sehr... das war jetzt alles ein bisschen sehr... Ich sag mal... so ein bisschen wissenswert gewesen, damit wir auch wissen, was wir jetzt alles so machen können. Not yet. But she's been through worse. Don't think too much about it. You know you're right. We should stay strong and focused, just like her. Also hier, sie schafft das schon. Wir werden uns doch wohl hier nicht Louis wegnehmen. Na, das wär's. Oh, was haben wir denn hier? Information zur Krankenversicherung? OCP Healthcare Detroit. Lieber Aufpasser, kurz. Auf Ihre Anfrage hin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der
Vorruhestand die Aufhebung der Krankenversicherung nach sich zieht, die sie und ihre Frau absichert, und zwar ohne die Möglichkeit einer Verlängerung. Aus Fürsorge für ihre Ehefrau und aufgrund der Tatsache, dass sie das ökologische Behandlungspaket aktiv nutzen, empfehlen wir, die gesamte Dienstzeit abzuschließen. Naja, das ist so wie bei Rentenversicherung. Arbeite, bis du umkippst. Murphy, do you have a minute? It's about Louis. Natürlich, für Louis haben wir immer Zeit. Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. Louis wird das gefallen. Ich möchte die Karte unterschreiben. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask him? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Alles klar, Kowalski. Jetzt wird unterschrieben, ob du willst oder nicht. Material wird gescannt. Kowalski. Ey. Moment. Müssen wir den Auftrag erst. Gute Besserung, Louis. Okay, freigeschalten. Können wir jetzt mit Kowalski reden? Ach nee, du bist nicht Kowalski. In der Lobby. Okay, schläft da einer? Officer Kowalski. Keine Übereinstimmung. Bist du Kowalski? Yep. Sieht gut aus. Oh, was hat denn der? Der weint. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. Aber du hast doch selber gerade irgendwelche Probleme, oder? There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Nehmen Sie sich Zeit. Im Dienst wird nicht geweint. Nein. Nimm dir Zeit, Buddy. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Okay. In der Lockroom. Jeder muss unterschreiben, sonst gibt's Haue. Notfalls verfolge ich euch auch unter die Dusche. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. Er ist wirklich in der I'd love to Dusche. sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my Das Gelbe, locker. ja. Okay. Okay. Also bei dem Spind ein gelbes. Warum nimmst du das nicht mit? Heilkraut, Resident Evil. So, was ist denn? Wieder in Blau. Yo, Ramirez. Ich habe deine Uniform im Spind liegen lassen und die Einschusslöcher schon geflickt. Mach dir keinen Kopf darüber. Aber wenn ich noch einmal höre, dass du mich ein Strickmütterchen nennst, gehst du in Unterhosen auf Streife. Cap. Okay. Ja, das Handtuch. Alles klar. Ja, sowas gehört halt auch zu dem Spiel. Und wir werden es halt auch ein bisschen mehr erforschen. There you go. Thanks. Just give me a minute. Kriegst sogar 2. Here, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. Okay. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it.
I will make sure that happens. Mensch, immer diese Kuriertouren. Schießstand war irgendwie in die Richtung. Und dann war das nicht irgendwo hier Treppe runter. Ah, da. Da, wo auch die Zellen sind. Ich hoffe, das ist dann jetzt endlich mal der letzte hier. Muss ja nicht sein. Piece of shit. Bist du's? Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. Okay, sollen wir dann... Okay. Ihre Dienstwaffe. Na, gucken wir mal. Oh Gott. Im Vergleich zu I guess you unserer... don't have any problems with it. Zu unserer Auto 9 ist die ja gar nichts. Mindestens 15 Punkte erzählen. Ja, das haben wir ja schon. Das fühlt sich gleich ganz anders an. Nicht dieser schöne Dreischuss. Na komm. Das soll reichen, 53. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah. I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer, It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. Auch ich kann das schwer akzeptieren, ich verstehe. Nee, wir können das auch. it is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Alles klar. Dann diesen noch. Aber dann muss auch mal reichen hier. Wollen ja auch mal weiterkommen hier. Also echt. Ja. Wobei die Leute denken ja auch nicht daran, dass man das jetzt unbedingt hier als Let's Play macht. Do you have a minute? Ja klar, habe ich. Für dich immer, Sarge. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. Natürlich. Sie gehören zu der We Familie. are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Das Right. werden wir. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. So, jetzt aber hier. Das Büro von Sergeant... Ja, na toll. Hätte man nicht hier unten schon ein Briefing machen können? Nein, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir, Why is being a cop so important to you? my father was a police officer and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty.
and maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. RoboCop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Na super. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo. Never question your superiors. Müssen wir da wieder in den Keller runter, oder? Ja, müssen wir. Na toll, jetzt haben wir doch eine Aufsichtsperson. Super, ich freue mich. Hi, Murphy. Das wird ja was. Seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Dann machen wir das mal. I'm telling you, this is Die Klinge. incredible. Just type in your search. Haben wir ein Stimmmuster? Haben wir doch bestimmt. Ausschalten, nach oben, nach unten, wählen. Nicht verfügbar. Fingerabdrücke? Nicht verfügbar. Auch nichts verfügbar. Sag mal, was haben wir denn über... Lass mich raten, das markierte? Verlagte. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Briggs M. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Schauplatz Stahlwerk. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Oh ja. Asche aufreißen. Also, Working perfectly. okay, dann machen wir das noch. Good as new. So gut wie neu, das ist immer gut. Perfect working condition. I am detecting a malfunction. Oh, das ist schlecht. That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Das war ja für uns gar nichts.
So, We need to be on der guard. OCP is trying to smuggle Der more of Rookie, their was ist stuff. mit dem eigentlich? Latscht er uns dann auch hinterher? Wir können mal kurz in... Okay, cool. Was war denn das jetzt? Aufträge. Revier verlassen, Daten zu Wendel Antonowski suchen. Mit Aufpasser Cecil reden, das haben wir ja gemacht. Abgeschlossene? Ja, das ist... Gescheiterte, abgeschlossene... Ja, gut. Was anderes haben wir jetzt gerade nicht. Dann machen wir das. Auf zum Robomobil. Ja, ich möchte das Gebiet verlassen. Ah, RoboCop. Oh, nee. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Ja, weil er ein Yet, Arschloch ist. Despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Oh, isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Falsch. RoboCop? Er hat nur die 3 Hauptdirektiven. RoboCop? Und im Film gab es auch die 4. Kein OCP-Mitarbeiter Schaden zufügen. Not on my first day. Doch, kann er. Ja, gut, Kleiner. Das sollte jeder wissen, dass du ihn jetzt nicht aufhalten kannst. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. Ja, das könnte durchaus passieren. Aber wir wollen es mal nicht hoffen für dich, Kleiner. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Okay, Freunde. Ich weiß, wir waren jetzt viel im Revier unterwegs und die Action kam heute irgendwie so das einzige Mal gar nicht zu tragen, denn das einzige, was wir geballert haben, war auf dem Schießstand. Aber gut, in der nächsten Folge gibt es versprochen wieder mehr Action und ich ballere auch ein paar Folgen mehr RoboCop raus, damit ihr dafür quasi auch ein Stück weit entschädigt werdet. In diesem Sinne danke ich euch vielmals, dass ihr wieder mit dabei wart und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr, aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty, ciao, ciao.